Das sind die normalen Rocket League Einstellungen, wenn du das Spiel zum ersten Mal startest. Aber die sind echt schlecht. Und ich zeige dir, warum du sie unbedingt ändern solltest. Ich bin Knipser. Und wenn du in Rocket League besser werden willst, dann solltest du zuallererst mit deinen Kameraeinstellungen anfangen. Denn der Standard bringt dich auf lange Zeit gesehen nicht in diesem Spiel weiter. Wenn du also unter Optionen auf die Kameraeinstellung siehst, siehst du alle Einstellungen, die es für die Kamera gibt. Der wichtigste erste Punkt ist das Kamerawackeln. Das schaltet man direkt am besten aus. Denn wenn man es anhat, nervt es einfach nur, weil man bei jeder Berührung mit irgendeinem Gegenstand oder Hindernis einen Wackeleffekt bekommt, der auf Dauer echt nervt. Also macht den Haken weg. Der zweite Punkt ist der Sichtbereich oder FOV. Der ist standardmäßig auf 90 Grad eingestellt, aber den solltet ihr mindestens über 100 Grad einstellen. Bei 100 Grad habt ihr schon einen viel weiteren Abstand zum Auto und das Auto wirkt kleiner. Dadurch habt ihr aber ein viel größeres Blickfeld und könnt viel mehr vom Feld sehen, sowie auch eure Teammates, die rechts oder links von euch fahren. Die meisten guten Spieler benutzen sogar meistens alle 110 Grad, also das Maximum, wegen der großen Übersichtlichkeit. Es kommt halt drauf an, wie gut ihr damit spielen könnt. Als nächstes kommt nochmal der Abstand zum Auto. Den könnt ihr nochmal ein bisschen weiter einstellen, damit ihr noch weiter weg von eurem Auto seid und so noch ein bisschen mehr Überblick bekommt. Stellt die Einstellung bloß nicht zu weit ein, denn so wird es immer schwieriger, den Ball wirklich zu treffen. Dadurch habt ihr halt einfach viel mehr Übersicht. Ihr müsst halt danach gucken, was euch quasi besser gefällt und wie ihr euch den Ball besser ausrichten könnt und ihn besser berühren können. Das lernt ihr dann, indem ihr ein paar Runden mit den jeweiligen Einstellungen probiert und einfach mal spielt. Ich würde einen Abstand zwischen 270 und 300 empfehlen. Ich persönlich nehme 300. Als nächstes kommt die Höhe. Bei der Höhe verändert sich quasi nur die Kamera über eurem Auto. Wenn ihr sie auf 40 habt, seid ihr ganz unten und könnt den Ball quasi gut sehen. Aber was dahinter ist, das seht ihr nicht. Da müsstet ihr quasi springen, um richtig rüber zu schauen. Deswegen muss die Kamera auch wirklich immer weit oben sein, sodass man auch alles hinter dem Ball sieht, wenn er auf den Boden rollt. Hier eine gute Höhe ist zwischen 100 und 130 würde ich sagen. Ich benutze 120. Bei dem Winkel könnt ihr einstellen, wie die Kamera geneigt ist. Wenn ihr das zu hoch einstellt, dann guckt ihr quasi fast von ganz oben auf euer Auto runter und das ist sehr schlecht. Die Standardeinstellung von 3 ist gar nicht so schlecht, die benutze ich auch. Ihr solltet nicht mehr als 5 nehmen, aber auch nicht weniger als 2 Grad. Also 3 bis 5 irgendwo ist schon ganz gut. 3 nehme ich, weil ich persönlich damit gut spielen kann. So, bei der Starrheit legt ihr fest, wie die Kamera euer Auto verfolgen soll. Wenn ihr sie auf 1 habt, ist die Kamera richtig fest an eurem Auto festgenagelt und sie wird sich nicht von der Stelle wegbewegen und euer Auto, wenn ihr den Hintergrund nicht sehen würdet, wäre immer in der gleichen Position, egal was ihr macht. Das ist sehr gut, wenn ihr präzise arbeiten wollt, aber beim Dribbling ist das halt nicht so gut, weil das Auto halt nicht sozusagen mehr freie Sicht aufs Feld ermöglicht beim Schnellfahren. Wenn ihr die jetzt auf ganz niedrig setzen würdet und ein bisschen rumdriftet, dann würde euer Auto bis zum Rand meistens gehen und die Mitte vom Bildschirm wäre nicht euer Auto. Und dadurch könntet ihr auch ein besseres Gefühl fürs Dribbling bekommen und könntet quasi ein bisschen vorausschauender dribbeln. Die meisten benutzen zwischen 0,40 und 0,70. Ich benutze 1, damit mein Auto bei unterschiedlichen Geschwindigkeiten immer gleich auf dem Bildschirm zu sehen ist und ich besser den Ball treffen kann. Die Drehgeschwindigkeit legt fest, wie schnell die Kamera um euer Auto sich bewegen soll. Also das heißt, wenn ihr links oder rechts den rechten Joystick bewegt, wie schnell das gehen soll. Bei 2,5 ist das so schnell. Und wenn ich jetzt auf 10 stellen würde, also das Maximum, und ich nach rechts drücken würde, boom, 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 boom. Ja, richtig schnell. Kommt halt drauf an, wie schnell ihr euch daran gewöhnen könnt und wie schnell ihr spielt. Ich spiele ein bisschen schneller, deswegen stelle ich bei mir auf 7. Also auch recht flott, weil ich kurze Blicke manchmal mache. Der letzte Punkt, Übergangstempo, ist wie schnell die Kamera switcht von Ball zu Nicht-Ball-Kamera. Bei 1 habt ihr einen sanften Übergang, da bewegt sich die Kamera ganz leicht. Und bei 2, also Maximum, ist das ein Instant-Umschalten. Auch hier wieder, wie ihr euch dran gewöhnen könnt, ist eure Sache.
Das sind auf jeden Fall nicht so wichtige Kameraeinstellungen. Ich habe jetzt zum Beispiel eins genommen, weil ich einen sehr sanften Übergang mag. Wenn ihr euch noch nicht sicher seid, welche Kameraeinstellungen ihr bevorzugt oder testen wollt, gibt es hier auch von Rocket League selber ein paar coole zum Testen. Ausgeglichen, das ist ganz okay. Weitwinkel ist das, was ich empfehlen würde, wenn ihr euch an eine Pro-Kamera gewöhnen wollen würdet. Die ähnelt meiner auch schon sehr. Legacy, ja, ist halt schlecht, nehmt die nicht, ist halt Standard. Und hier halt ein paar Pro-Player, zum Beispiel Squishy, der benutzt auch 110, Höhe sogar 90, ein 5 Grad Winkel, auch Starrheit von 0,50 und das hier ist halt Präferenz. Also sucht euch irgendeinen Spieler aus, den ihr nehmen wollt, hier gibt's genug. Und damit würde ich sagen, habt ihr nun ein gutes Verständnis für die Kamera in Rocket League gefunden. Wenn ihr dieses Video gut fandet, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da, würde mich sehr freuen und dann mache ich auch mehr solcher Videos. Abonniert den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Knipser ist raus, bis zum nächsten Mal. Ciao.